Was bringt einen jungen Löwen ohne echtes Blut dazu, sich zu erheben und den König herauszufordern, der ihn großgezogen hat? Und wenn dann alle Feinde besiegt sind, wird der Thron der Savanne wirklich dem Stärksten gehören? Oder ist dies nur der Beginn eines weiteren blutigen Kreislaufs? Blutige Reise zum Thron. In den ausgedörrten Ebenen der Serengeti, wo die Sonne jeden Morgen die Erde verbrennt, steht eine Löwendynastie kurz vor dem Zusammenbruch. Das Sonnenrudel, eines der größten Rudel des Landes, wurde einst von Ragi regiert, einem majestätischen, kampferprobten Löwen. Unter seinen Klauen wurde die Ordnung durch Gewalt und Angst aufrechterhalten. Doch im Herzen dieser Dynastie glimmt seit vielen Jahren eine schwelende Flamme des Hasses. Zane, ein junger männlicher Löwe, niemand kennt seinen Vater, wuchs unter dem Schutz Rajis als Adoptivsohn auf. Doch Zanes Blut war nicht das eines Königs. Es war die Geschichte eines Mannes, der vor langer Zeit von Raji, einem gescheiterten Herausforderer, getötet wurde. Zane wuchs im Schatten Rajis auf, des Königs, der ihn einst als seinen eigenen Sohn betrachtet hatte. Doch schon vor Zanes erstem Gebrüll war die Dynastie unwiederbringlich zerrissen. Raji war damals jung, frisch gekrönt, nachdem er die beiden vorherigen Herrscher besiegt hatte. Er war ein brutaler Krieger, der das Rudel mit Angst unter Kontrolle hielt. Die Löwinnen unterwarfen sich nicht aus Liebe, sondern um zu überleben. Unter ihnen war Nyra, die stärkste und intelligenteste des Rudels. Anfangs war Nyra Rajis offizielle Gefährtin. Sie jagten zusammen und brachten gemeinsam die ersten Jungen der neuen Dynastie zur Welt. Doch als Raji immer mehr Macht erlangte, wurde er distanziert und kalt. Nyra war nicht länger das Zentrum des Rudels, sondern nur noch Teil eines großen Harems, der ihm egal war. Während einer Trockenzeit, als die Herde durch Dürre auseinandergerissen wurde und ihr Territorium schrumpfte, blieb Nyra mit einigen ihrer Jungen am Rande der Grenze zurück. Ohne vorrangigen Zugang zu Wasser, ohne den Schutz der Raji-treuen Männchen, war sie einst das Zentrum der Dynastie, nun ein verblassender Schatten unter der sengenden Sonne. Dort, am Rande von Überleben und Vergessen, begegnete sie einem fremden Männchen, groß, sanft und geheimnisvoll. Kein Knurren, keine Drohung, nur zwei müde Seelen, die unter demselben Akazienbusch Schutz suchten und einen Moment des Friedens in einer gefährlichen Welt suchten. Aus dieser Begegnung ging Zane hervor.
Als Raji die Wahrheit erfuhr, entbrannte sein Zorn. Doch anstatt Zane zu töten, wie es die ungeschriebene Regel unter Männchen war, ließ er das Baby leben, um Nyra zu bestrafen. Sie wurde aus dem Hauptrudel verstoßen und überlebte nur dank ihrer alten Blutsverwandtschaft mit Raji. Nyras Schmerz rührte nicht nur von Raji her, sondern auch von der Ächtung der Löwinnen. Sie sahen in ihr eine Verräterin, eine Störenfriedin des Rudels. Niemand verbannte sie öffentlich, doch ihr kalter Blick und die Isolation in all ihren Aktivitäten ließen sie wie einen Schatten leben. Zane, ein Kind der Schuld und der Erwartung zugleich, wuchs zwischen zwei Welten auf, vom Rudel verachtet, doch von Raji als Versuch der Loyalität bewahrt. Und im Schweigen dieser verlassenen Mutter verstand Zane allmählich die Quelle seiner eigenen Wut. Raji sah Zane nie als Bedrohung, zumindest nicht anfangs. In seinen Augen war Zane nur ein gefügiger Schatten, erzogen mit Disziplin und Vorsicht. Doch was Raji nicht erkannte, war, dass Zane mit jeder Jagdsaison, mit jedem Anteil lernte. Nicht nur, wie man überlebt, sondern auch, wie man Macht in Aktion erlebt. Zane knurrte nicht nach Futter. Er beteiligte sich auch nicht an den Machtkämpfen anderer junger Männchen. Er war ruhig, und seine Ruhe machte ihn unberechenbar. Die Löwinnen, die Nyra still zur Seite gestanden hatten, begannen ihn anders zu sehen. Nicht mehr als den mit dem Blutfleck, sondern als unabhängiges, starkes, ruhiges und entschlossenes Individuum. Als Raji zu wanken begann, seine Schritte wurden langsamer, seine alten Narben brachen wieder auf und das Rudel begann an Stabilität zu verlieren, trat Zane nicht vor. Er wartete. Er schätzte die Stärke des Rudels, seine eigene Stärke, und vor allem schätzte er die Herzen der Weibchen. Ida, es gab keine Verschwörung. Es gab keinen Plan. Wenn ein Männchen stark genug wurde und der Anführer schwächer wurde, begann der Prozess der Ersetzung. In vielen Rudeln geschah dies ohne Vorwarnung. Und im Sonnenrudel stand es bevor. Eines Morgens, als die Sonne über dem Horizont aufging, betrat Zane die Mitte des Reviers, in dem Raji mit seinen Löwinnen ruhte. Kein Brüllen, keine Drohung. Er ging einfach auf die Mitte zu.
Zähne jubelte nicht. Die Weibchen standen schweigend da und sahen zu. Niemand näherte sich ihm, noch rannten sie weg. Es herrschte eine Atmosphäre des Abwartens. In der schweigenden Menge stand auch Nyra still. Sie griff nicht ein, zeigte keine Emotionen. Doch ihre ruhige Präsenz, diejenige, die abgelehnt worden war und nun zusah, wie ihre ehemalige Ablehnung fiel, war eine stille Bestätigung der Rechtmäßigkeit dieses Machtwechsels. Am selben Tag vollzog Zane die erste Tat eines frisch gekrönten Männchens. Er eliminierte die Nachkommen seines Vorgängers. Eins nach dem anderen wurden die jungen Rajis getötet. Dies war ein gängiges Verhalten unter männlichen Löwen bei Machtwechseln. Das Töten der Jungen würde die Weibchen wieder brünstig machen, und das neue Männchen könnte seinen eigenen Nachwuchs zeugen. Doch eines blieb verschont. Ein kleines Junges, das zitternd in einem nahegelegenen Busch lauerte. Als Zane sich näherte, brüllte es nicht, wich nicht zurück, es starrte ihn nur mit seinen dunkelgelben Augen an. Zane blieb stehen, lautlos. Dann drehte er sich um und ging weg. Niemand wusste, warum. Vielleicht lag es an diesem Blick, vielleicht daran, dass er selbst überlebt hatte. Die Löwenmutter des Jungen führte ihn in der Nacht rasch aus dem Rudel fort. Im Mondlicht verschwand jeder kleine Schritt dem Rand des Graslandes entgegen, wo neue Geschichten geschrieben werden würden. Wenn das Grasland wieder den Besitzer wechselte, und inmitten dieses instinktiven Wirbelsturms blieb Nyra weder stehen noch ging sie. Sie kannte die Gesetze des Graslandes. Als sie Zane ansah, waren ihre Augen nicht die einer Löwin, die überlebt hatte, aber auch von einer Mutter, die miterlebt, wie ihr einst abgelehntes Kind offiziell die Initiative ergreift, das Schicksal einer ganzen Dynastie zu ändern. Während die Löwen noch ihre Wunden heilten, drang ein anderes Geräusch durch die Akazien. Leicht, schnell und stetig. Es war kein Brüllen, es war das Rennen des Kiba-Rudels afrikanischer Wildhunde. In einer anderen Ecke der Serengeti, Dutzende Kilometer von dem Ort entfernt, an dem die Löwen kämpften, funktionierte ein anderes Universum nach seinen eigenen Regeln. Kein Kampf, kein Sturz, kein Blutvergießen im Rudel. Kiba war ein Symbol für Disziplin und Solidarität. Die einzelnen Tiere bewegten sich als Einheit. Sie waren die erfolgreichsten Jäger Afrikas. Taro, das Alpha-Männchen, dominierte nicht durch Gewalt. Isla, das Alpha-Weibchen, musste sich nicht durch Kämpfe beweisen. Gemeinsam führten sie das Rudel mit kleinen Signalen, mit Vertrauen und klaren biologischen Rollen. Der Geruch von Fleisch lag im Wind.
und eine junge Antilope, die nach dem morgendlichen Löwenchaos von ihrer Mutter getrennt worden war, wurde zur Zielscheibe. Kein Grund zu schreien, kein Grund zu knurren. Die Wildhunde verteilten sich. Sie rannten nicht mit Höchstgeschwindigkeit, sondern mit Ausdauer, wie unermüdliche Verfolgungsmaschinen. Es gab kein spektakuläres Töten, nur Effizienz. Das Futter wurde nach Reihenfolge aufgeteilt. Die Jungen wurden zuerst gefressen, die Schwachen wurden bevorzugt. Niemand wurde zurückgelassen. Aber die Serengeti bestand nicht nur aus Löwen und Wildhunden. Am Horizont näherten sich dichte schwarze Schatten einem Rudel Hyänen, die Blut rochen. Der Geruch von Fleisch wehte über den heißen Boden, eine unsichtbare Einladung für opportunistische Schnüffler. Kurz nachdem sich die Wildhunde zurückgezogen hatten, tauchte ein Rudel Dhaka-Hyänen auf, jung und alt, angeführt von einem alten Weibchen namens Noru mit einer langen Narbe, die vom Auge bis zur Schulter verlief. Sie waren nicht zum Jagen gekommen, sie waren zum Rauben gekommen. Und in der Wildnis war das nichts Schlechtes. Noru roch die restlichen Organe und stieß dann ihr charakteristisches hohes Lachen aus, nicht vor Freude, sondern um ihre Artgenossen zu ermutigen. Einen Moment lang versammelte sich die Herde wie Soldaten bei einer Siegerehrung. Doch dann ertönte ein seltsames Kreischen vom Rand des Busches. Taro war zurückgekehrt. Im Gegensatz zu Löwen drehen sich Wildhunde selten um. Sobald sie sich zurückgezogen haben. Doch das Kiba-Rudel hatte einen Grund. Der wichtigste Teil der Antilope war nicht verschont geblieben. Und sie würden es nicht akzeptieren, alles an diejenigen zu verlieren, die sich nicht anstrengten. Zwei Welten standen sich gegenüber. Die eine war Ordnung, Schnelligkeit und Disziplin. Die andere war Chaos, Sturheit und Überzahl. Keine Seite wich zurück. Taro trat vor, ohne zu bellen oder zu knurren. Isla folgte dicht dahinter. Die jungen Hunde standen dahinter, tief am Boden, doch ihre Augen waren furchtlos und warteten auf Befehle. Noru knurrte leise. Die Hyänen wussten nicht, wie sie anhalten sollten, aber sie wollten auch keine Verluste. Sie folgten der Stärke der Überzahl, wussten aber um die Gefahren von Schnelligkeit und Koordination. Mit einem Satz stürmten 3 Wildhunde los, um die Flanke anzugreifen. Eine Hyäne wurde umgeworfen und konnte nicht reagieren. Das Rudel brüllte,
Doch es blieb keine Zeit für einen Gegenangriff. Die Konfrontation dauerte nur 2 Minuten. Keine Toten, kein Blutvergießen. Als die letzten Schritte der Wildhunde im Gras verschwanden, zogen sich die Dhaka-Hyänen leise zurück. Kein Lachen, nur das Rascheln dicker Pfoten im Unterholz. Die Begegnung war ein Fehlschlag, aber keiner von ihnen betrachtete sie als beendet. Für Hyänen ist jeder Kampf eine Prüfung, niemals vorbei. Die Dhaka waren keine zusammengewürfelte Gruppe. Sie waren ein Clan, angeführt von Noru, der ältesten Matriarchin, die nicht nur über die Nahrung, sondern auch über die Blutlinie kontrollierte, die den Hyänen genauso viel bedeutete wie das Leben. In der Gesellschaft der Tüpfelhyänen herrschen die Weibchen. Das Matriarchat wird strikt gewahrt. Noru hat 6 Kinder und Jina, das zweite, ist erwachsen, stark und ehrgeizig. In der Gesellschaft der Tüpfelhyänen herrschen die Weibchen und die Hierarchie der Blutlinie ist der Schlüssel zu allen Privilegien, dem Recht zu essen, dem Recht sich zu paaren, dem Recht zu leben. Doch Jina will nicht warten, bis Noru altersbedingt zusammenbricht. Sie will jetzt an die Macht, solange ihr Körper noch stark ist und sie Unterstützung hat. Unter der sengenden Mittagssonne, während sich der Großteil des Rudels im Schatten niedriger Bäume ausruht, um der Sonne zu entgehen, greift Jina an. Es gibt keine Nacht, um sich zu verstecken, kein Regen, der den Boden aufweicht. Alles geschieht im offenen, unerbittlichen Licht. Jina hat sich lange vorbereitet, ihre Halbschwestern, die jungen Männchen, die immer hungrig nach Rollen sind. Sind alle bereit? Noru, die alte Anführerin, lag am Rand der Höhle, bedeckt mit Staub und Sand. Ihre Augen glasig vor Erschöpfung, nach wochenlangem Hungern. Niemand erwartete den Angriff am helllichten Tag. Doch für Jina war dies der perfekte Moment, als der Schatten ihrer Mutter nicht mehr lang genug war, um das Rudel zu verdecken. Der Angriff begann ohne ein Signal. In der Welt der Hyänen war der Sturz eines alten Anführers keine Tragödie, sondern eine Unvermeidlichkeit.
Am Abend humpelte Noru aus ihrem vertrauten Revier. Kein verweilender Blick. Nur das Geräusch des Windes und die Sonnenstrahlen auf ihrem Rücken, wie die letzten Überreste einer Dynastie. Auf dem höchsten Hügel neben der Höhle stand Jina. Es gab keinen Grund, ihren Thron zu beanspruchen. Die jungen Weibchen senkten die Köpfe. Die jungen Männchen näherten sich vorsichtig und warteten auf das kleinste Zeichen der Erlaubnis zur Paarung. Am helllichten Tag, wo das Licht nichts verbarg, begann eine neue Dynastie. Und in der Serengeti wechselt die Macht nicht mit den Jahreszeiten, sondern mit den Klauen. Als die späte Nachmittagssonne über die staubigen Hänge schien, verstummten die Geräusche aus den Hyänenhöhlen. Eine neue Ordnung war entstanden und die östliche Serengeti war wieder vom trockenen Wind umhüllt, der durch die niedrigen Akazienbüsche wehte. Doch nicht weit entfernt, im Südwesten, kehrte ein vergessener Name zurück, so leise und sicher wie ein Flüstern im Sonnenlicht. Das Sonnenrudel, einst das Königreich Raaji, war nur noch ein Schatten seines Ruhms. Unter Zanes Herrschaft, der den Thron mit Blut an sich gerissen und in Einsamkeit bewahrt hatte, hatten die Löwen ihren Zusammenhalt verloren. Der Verlust vieler ihrer Töchter, das Ausbleiben einer neuen Generation und die Trockenzeiten hatten das Rudel geschwächt. In dieser Leere erschien am Rande des Territoriums eine seltsame Gestalt, groß und jugendlich, noch ohne dichte Mähne, aber mit leuchtend gelben Augen, die an die Zeit erinnerten, als sie hier geherrscht hatte. Niemand im Rudel erkannte ihn sofort, doch eine alte Frau, Rajis Gefährtin, stand still da, trat näher und hielt inne. Diese Augen waren unverkennbar. Es war Rajis Sohn. Der Junge, den Zane verschont und in der Nacht entführt hatte, kehrte nun mit den Hufen eines erwachsenen Männchens zurück. Kein Rudel folgte ihm, keine Erklärung. Er schritt einfach stetig dorthin, wo sein Vater geschlafen und geherrscht hatte. Zane stand in einiger Entfernung und beobachtete ihn. Kein Brüllen, kein Vorrücken, nur beobachten. In diesen Augen lag keine Angst, sondern die Erkenntnis des Unvermeidlichen, ein neuer Zyklus begann. Und als die Sonne hinter dem Horizont versank, stand das Sonnenrudel erneut am Schnittpunkt von Blut, Erinnerung und Macht.
Einer kehrte zurück. Einer war bereit zu kämpfen. Und das trockene Gras hielt den Atem an und wartete auf das erste Brüllen. Die Liebenden des Ozeans. In der weiten Welt der kalten Strömungen und endlosen Wellen machte sich ein einsamer Reisender schweigend auf den Weg. Keine Karte, kein Kompass, kein Führer, nur ein tief in seinem Fleisch verankerter Instinkt und ein unsichtbarer Ruf aus einer so fernen, fast unerreichbaren Ferne. Der Ruf des Lebens, der Liebe, der Genetik. Der Buckelwal Megaptera novae angliae war ein erwachsenes Männchen. Er hatte die kolumbianische Küste des Ostpazifiks verlassen und eine unerwartete Reise angetreten, 3047 Kilometer, 3 Ozeane durchschwimmend, um eine Partnerin zu finden. Kein Buckelwal hat jemals eine so weite Reise zurückgelegt. Seine Reise war die längste jemals aufgezeichnete Rundreise zwischen 2 Sichtungen, eine im Pazifik im Jahr 2017 und eine weitere vor der Küste Sansibar im Indischen Ozean im Jahr 2022. Die scheinbar unmögliche Reise erschütterte das bisherige wissenschaftliche Verständnis des Wanderverhaltens von Buckelwalen, die normalerweise auf einer Nord-Süd-Achse zwischen ihren polaren Nahrungsgründen und tropischen Brutgebieten pendeln, anstatt Ozeane zu überqueren. Mit einer Länge von bis zu 18 Metern und einem Gewicht von fast 40 Tonnen sind Buckelwale keine Schlappschwanzwale. Doch der Ozean ist für kein Lebewesen einfach, nicht einmal für die Riesen. Seine erste Herausforderung auf der Reise war das Südpolarmeer, eines der unwirtlichsten Gewässer der Welt. Mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, berghohen Wellen und starken Strömungen, die jedes verirrte Lebewesen mitreißen können. In diesen kalten, grauen Gewässern verlässt sich der Wal zur Navigation auf seinen eigenen Klang. Seine tiefen Gesänge hallen durch Hunderte von Kilometern Wasser. Eine unersetzliche Art der Kommunikation und Partnersuche. Die zweite Herausforderung erwartet ihn auf seiner Reise nach Norden. In wärmere,
aber tückischere Gewässer die geschäftigen Schifffahrtswege des Indischen Ozeans. Hier bewegen sich riesige Frachtschiffe, kaltes, lautloses Metall wie stählerne Monster, völlig ohne die Anwesenheit von Lebewesen um sie herum zu bemerken. Viele Wale sind bei Kollisionen gestorben. Wofür einen Wal, der nach Tausenden von Kilometern Reise müde ist, ist das Risiko, getroffen zu werden, nur allzu real. Irgendwo südlich von Madagaskar, wo der Indische und der Südliche Ozean aufeinandertreffen, scheint der Buckelwal das Schlimmste überstanden zu haben. Ruhige Wellen, ruhiger Wind und ein allmählicher Anstieg der Wassertemperatur signalisierten, dass er sich den Brutgebieten näherte, die ihn sein Instinkt aufgesucht hatte. Doch der Ozean ist nie ein Ort der absoluten Ruhe. Schon gar nicht für ein Lebewesen, das nach Tausenden von Kilometern ununterbrochenen Schwimmens müde ist. Aus der Ferne hallten seltsame Geräusche durch das Wasser, hohes Klappern und Zischen, unterbrochen von kleinen Lichtblitzen. Es war nicht der Gesang seiner Art. Es war die taktische Sprache eines Jägers. Schwertwale, Orcinus orca, hatten sich in der Tiefe gebildet. Eine Gruppe von 5 Tieren, 3 Erwachsene und 2 Kälber, die das Töten lernten. Sie waren organisierte, flinke und gnadenlose Krieger. Und das heutige Ziel war der einsame Riese, der gerade die halbe Welt umschwommen war. Die Jagd hatte begonnen. Als die Nacht hereinbrach, wurde das Meer plötzlich kalt und etwas Ungewöhnliches geschah. In der Ferne tauchte eine weitere Herde weiblicher Wale ohne Verwandtschaft auf und schwamm zu den Brutgebieten. In diesem Moment war die Orca-Schule verwirrt. Abgelenkt und löste sich. Der Buckelwal nutzte die Gelegenheit, um auf den Grund zu tauchen, wohin die Orcas aufgrund von Sauerstoffmangel und eingeschränkter Sicht nur ungern gingen.
Sie hielt den Atem an, versteckte sich in der Dunkelheit, um leise zu entkommen, langsam, erschöpft, aber lebendig. Als sie wieder auftauchte, war der Himmel voller Sterne und das Meer war so ruhig, als hätte die Jagd nie stattgefunden. Nur ihr eigener Atem, stark, erstickt und salzig, erinnerte sie daran, dass sie noch da war, noch atmete, noch liebte und noch immer ihre unvollendete Reise fortsetzte. Aber sie machte weiter. Mit einer Entschlossenheit, die an Wahnsinn grenzte, kehrte sie nicht um. Und dann, 5 Jahre nach ihrer ersten Sichtung, wurde sie erneut gesichtet, diesmal in der Straße von Sansibar, eine halbe Welt entfernt von dem Ort, an dem sie einst um ein Weibchen gekämpft hatte. Hier schloss er sich einer anderen Walgruppe an, die in einen brutalen Schönheitswettbewerb verwickelt war. Männchen wetteifern erbittert um die Paarung mit einem einzigen Weibchen. Jeder Flossenschlag, jeder Gesang, jeder Sprung aus dem Wasser könnte darüber entscheiden, ob er seine Gene weitergeben darf. In der Welt der Wale ist Liebe Wettbewerb und nur wer gewinnt, lebt weiter. Die Reise des männlichen Wals durch 3 Ozeane ist mehr als eine biologische Meisterleistung. Sie ist ein Symbol für den Lebenswillen, den unbändigen Instinkt zu lieben und eine eindringliche Warnung vor den Veränderungen, die sich dort draußen vollziehen. Klimawandel, sich verändernde Nahrungsquellen, menschlicher Druck, all das führt dazu, dass das Verhalten von Meereslebewesen immer unberechenbarer wird. Wenn ökologische Grenzen überschritten werden, sind Individuen wie dieser Wal gezwungen, weiter zu reisen, mehr zu riskieren und einsamer zu sein, um das zu tun, was Millionen Jahre Evolution von ihnen verlangt haben, zu überleben. Unter dem tiefblauen Wasser des Ozeans, wo Licht nur noch eine schwache Erinnerung ist, bewegt sich ein Lebewesen zwischen den Schichten aus Sand und Korallen, lautlos, widerstandsfähig und berechnend. Es ist ein erwachsener männlicher Oktopus, der sich dem Ende seines kurzen Lebens nähert. Doch bevor er seinem Fortpflanzungstrieb erliegt und sein unausweichliches Ende findet, hat er noch eines zu tun: jagen. Der Oktopus. Eines der intelligentesten wirbellosen Tiere überhaupt. Nutzt bei jedem Schritt auf dem Meeresboden alle seine Sinne und sein hochentwickeltes Gehirn. Er hatte 3 Herzen, blaues Blut und ein so komplexes Nervensystem, dass fast die Hälfte seiner Neuronen über seine Tentakeln verteilt war, sodass jedes bei Bedarf nahezu unabhängig agieren konnte. Der Oktopus schwamm langsam. Sein Körper wogte im Wasser wie ein atmendes Gewebe. Seine großen, runden Augen suchten die Felsspalten, die Schatten, die leisen Geräusche im Sand ab. Er war hungrig und die Zeit lief ihm davon. Nach wenigen Minuten fast lautloser Bewegung fuhren seine Tentakel plötzlich wie Speere aus und schlangen sich um eine Steinkrabbe, die gerade aus einem Spalt gekrochen war.
Jagd war schnell vorbei. Die Saugnäpfe hielten die Beute fest, während der skalpellartige Schnabel ihren Panzer durchbohrte und lähmendes Gift injizierte. Die Krabbe zuckte ein letztes Mal. Dann Stille. Diese Mahlzeit war mehr als nur überlebensnotwendig. Sie war die letzte Vorbereitung auf ihre wichtigste Aufgabe, den Fortbestand der Art. Der männliche Oktopus hatte das Erwachsenenalter erreicht. Seine Hormone veränderten sich dramatisch und drängten ihn, sein gewohntes Territorium zu verlassen. Es war Zeit zu gehen. Er bewegt sich durch Spalten und wogendes Seegras und schwimmt gelegentlich dicht am Boden, um der Aufmerksamkeit von Raubtieren zu entgehen. Nicht weit darüber tummeln sich Riesenzackenbarsche, Riffhaie und Muränen, bereit, alles anzugreifen, was sich bewegt. Doch der Oktopus ist nicht völlig versteckt. Er sucht nach einem bestimmten Signal, einem chemischen Geruch im Wasser, einer leichten Hitzewelle oder einem charakteristischen Echo. All dies könnte auf ein Weibchen hinweisen, das irgendwo in der Tiefe schüchtern wartet. Nach einem Tag und einer Nacht ununterbrochener Reise hält er an einem ungewöhnlich geformten Felsen an. Eine schattenhafte Gestalt versteckt sich still in einer kleinen Spalte. Es könnte ein Weibchen sein. Das Männchen nähert sich langsam und streckt zaghaft einen Tentakel aus. Es ist kein gewöhnlicher Tentakel. Es ist ein Hektokotylus, eine besondere biologische Struktur, die nur bei Männchen vorkommt und dazu dient, Sperma in den Körper eines Partners zu befördern. Akzeptiert das Weibchen das Signal, greift es nicht an. Andernfalls kann dies tödliche Folgen haben. Glücklicherweise bewegt sich das Weibchen dieses Mal nicht, zischt nicht und spritzt keine Tinte. Das Männchen berührt sanft ihren Körperpanzer und führt dann behutsam den Hektokotylus in die verborgenen Genitalien des Weibchens in ihrem weichen Panzer ein. Die Paarung beginnt. Stundenlang verharrt das Männchen fast regungslos. Seine Tentakeln zittern leicht, um das Spermapaket zu übertragen. Es gibt keine leidenschaftlichen Gesten, keine Liebkosungen. Nur Instinkt, und die Zeit lässt sich nicht anhalten. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, entspannt das Männchen seinen Körper und trennt sich vom Weibchen. Es schwimmt ein kurzes Stück zurück und hängt dann schlaff am Boden. Mission erfüllt. Doch es ist auch der Moment, in dem sein Lebenszyklus in sein letztes Kapitel eintritt. Ein langsamer Tod. Ihr Nervensystem beginnt sich zu verändern. Eine kleine Drüse in ihrem Gehirn, die Gonade genannt, sendet Signale an das gesamte Nervensystem und löst so einen selbstmörderischen Alterungsprozess aus. Der Oktopus hört auf zu jagen, hört auf zu suchen und reagiert sogar nicht mehr auf Fressfeinde. Es beginnt, sich selbst zu verletzen, ein Verhalten.
das Wissenschaftler postkopulatorische Autophagie nennen. Es beißt sich in die eigenen Tentakeln, schlägt manchmal mit dem Kopf gegen Felsen oder rollt unkontrolliert umher. Nervenzellen degenerieren. Organe beginnen sich aufzulösen. Und dann stirbt es, meist innerhalb weniger Tage bis einer Woche nach der Paarung. In der Zwischenzeit bleibt das Weibchen im Bau. Es legt Tausende von Eiern und befestigt sie an langen, seilartigen Schnüren an den Klippen. Wochenlang verlässt es das Nest danach nicht. Es frisst nicht, es schwimmt nicht weg. Mit seinen Tentakeln bläst es sanft Wasser über die Eier, um sie zu belüften. Taucht ein Raubtier auf, kämpft es auf Leben und Tod. Wenn die Babys schlüpfen und wie Sternenstaub im schwindenden Licht davonschwimmen, ist der Körper des Weibchens völlig erschöpft und der Tod ist unvermeidlich. Der Lebenszyklus des Oktopus, einer Art, die sich nur einmal im Leben paart, ist eine eindringliche Geschichte des ultimativen Opfers. Liebe ist kein romantischer Moment, sondern ein Prozess, bei dem man alles gibt, von Energie über Überlebensinstinkt bis hin zum Leben selbst. Sie ist ein lebendiges Zeugnis eines uralten Lebensprinzips. Nichts entsteht, ohne dass etwas verloren geht. In den tiefsten Tiefen des Ozeans, wo die Sonne nie hinscheint, leben Lebewesen, die jenseits menschlicher Vorstellungskraft zu liegen scheinen. Die Tiefsee, so tief, dass es keine Farbe gibt, nur Dunkelheit und schrecklichen Druck, ist kein Ort für Romantik. Dort seufzt das Leben nicht, dort funkelt es nicht. Doch genau in diesem toten Raum spielt sich eine seltsame und große Liebesgeschichte ab. Die Geschichte des Seeigels, eines Lebewesens mit der extremsten Fortpflanzungsstrategie im Tierreich. Der Seeteufel lebt 1000 bis 3000 Meter unter dem Meeresspiegel und ist für Menschen nur mit speziellen U-Booten erreichbar. In der stockfinsteren Dunkelheit kann ein erwachsenes Weibchen eine Länge von 25 bis 30 Zentimetern erreichen. Es hat einen rundlichen Körper, ein weit geöffnetes Maul und messerscharfe Zähne. Doch was ihn von anderen unterscheidet, ist die leuchtende Angelrute, die auf seinem Kopf wächst, eine spezielle Struktur namens Eska, die biolumineszierende Bakterien enthält. Während das Weibchen in der Dunkelheit schwebt, strahlt die Rute ein schwaches blaues Licht aus und lockt so kleine Lebewesen an, näher zu kommen, und sie werden augenblicklich zur Beute. Doch das Licht dient nicht nur der Jagd. Es ist auch ein Liebessignal in der Kälte. In der Welt der Seeteufel ist das Weibchen der Mittelpunkt, stark, unabhängig und der einzige Ort, an dem Leben weitergehen kann. Im Gegensatz dazu ist das Männchen dieser Art ein kleines, schwaches und nahezu hilfloses Wesen.
Ein ausgewachsenes Hornhechtmännchen ist nur etwa 1,3 cm lang, 30–40 Mal kleiner als ein Weibchen. Es besitzt kein vollständiges Verdauungssystem, keine Jagdfähigkeiten, keine Waffen und kein Licht. Es hat nur einen Geruchssinn, so entwickelt, dass es in der ewigen Dunkelheit des Meeresbodens Pheromone riechen kann. Von Geburt an beginnt das Männchen die einzige Suche seines Lebens, ein Weibchen zu finden, bevor es verhungert. Es schwimmt langsam und sondiert jede Wasserschicht, jede Strömung, jede schwache Hitzewelle. Es sucht nicht nach Nahrung, nicht nach einem Revier, nur nach seiner besseren Hälfte. Und wenn diese Suche erfolgreich ist, hält es nicht an, um auf die übliche Weise Liebe zu machen. Wenn es ein Weibchen entdeckt, zeigt das Männchen seine Liebe nicht, wedelt nicht mit den Flossen, knurrt nicht und kämpft nicht um sie. Es stürmt vorwärts und beißt direkt in den Körper des Weibchens, meist in den Bauch. Der Biss soll nicht töten, sondern verschmelzen. Spezielle Enzyme im Speichel des Männchens lösen das Bindegewebe auf, wodurch Haut und Blutgefäße beider Körper miteinander verschmelzen. Nach einigen Tagen akzeptiert das Immunsystem des Weibchens den Parasiten auf seiner Haut als natürlichen Bestandteil. Und das Männchen verschwindet allmählich. Es frisst nicht mehr, es schwimmt nicht mehr. Es ist kein eigenständiges Individuum mehr. Sein Körper schrumpft, seine Verdauungsorgane, Augen, Flossen, sogar sein Gehirn. Alles ist verschwunden. Zurück bleiben 2 funktionierende Hoden und einige Nerven, die mit dem Körper des Weibchens verbunden sind. Von nun an wird das Männchen zu einem lebenden Geschlechtsorgan, dauerhaft an seine Partnerin gebunden, unfähig, sie zu verlassen, unfähig zu sterben und unfähig, als eigenständiges Individuum zu leben. Im Laufe seines langen Lebens kann das Weibchen mehrere parasitäre Männchen gleichzeitig in sich tragen. 3, 5, sogar bis zu 8 winzige Partner, die wie lebende Tumore an seinem Körper haften. Sobald der Körper des Weibchens zur Fortpflanzung bereit ist, aktiviert es einfach das Sperma eines der verfügbaren Männchen, ohne Suchen, ohne Risiko, ohne Warten. Es ist eine perfekte evolutionäre Strategie für eine Umgebung wie den Meeresboden, in der Begegnungen kaum möglich sind. Keine andere Art im Tierreich hat eine so ungewöhnliche Art der Fortpflanzung. Man nennt sie parasitäre Liebe, doch tatsächlich ist sie nicht unbedingt im negativen Sinne parasitär. Im fast vollständigen Tod des Männchens liegt der Fortbestand der gesamten Art. Das Männchen opfert sich im Austausch für die Gewissheit der Fortpflanzung. Das Weibchen trägt das Männchen mit sich und steuert den Zeitpunkt der Fortpflanzung aktiv entsprechend den Umweltbedingungen. Ein kalter,
Perfekter und überraschend schöner biologischer Vertrag. Die Liebesgeschichte des Seeigels mag erschreckend sein. Doch in der Wildnis, wo das Überleben an erster Stelle steht, ist Liebe weder romantisch noch süß. Sie ist eine Kombination aus Physiologie, Genetik und Überlebensstrategie. Und in der ewigen Dunkelheit des Meeresbodens wird Liebe nicht an Worten gemessen, sondern an ewiger Verbundenheit.